Wer ist dümmer? Ist es derjenige, der so tut, als wenn er alles wissen würde, oder derjenige, der Fragen stellt und nach Antworten sucht? Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem Uchiverse. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Uchi und in meinem Channel geht es neben Education und Persönlichkeitsentwicklung vor allem darum, zu lachen, glücklich zu sein und im Leben Spaß zu haben. Woo! Egal in welcher aktuellen Situation du dich gerade befindest, ob es ein neuer Job ist, ein neuer Studiengang oder ein neues Lernfach, eine neue Sprache oder auch einfach ein neues Hobby. Etwas Neues zu lernen kann überwältigend sein, denn die Masse an lernbarem Wissen scheint einfach kein Ende zu nehmen. Doch wieso haben wir Angst davor, uns in neue Situationen zu begeben, indem wir dumm bzw. unwissend sind? Bevor wir diese Frage im letzten Teil des Videos beantworten, müssen wir zuerst vorher auf die Ursache des Problems eingehen. Zunächst müssen wir uns hierfür zwei Seiten anschauen. Die eine Seite ist die Comfort Zone und die andere Seite ist die Seite außerhalb der Comfort Zone. Die Comfort Zone ist dabei der Ort, in dem wir uns sicher fühlen, in dem wir geübt sind und in dem wir uns auskennen. Allerdings sammeln wir hier weder neue Erfahrungen, noch erhalten wir keine neuen Impulse, die für unsere Kreativität und für unseren Wachstum essentiell sind. Jegliche Situation und Menschen, von denen wir uns entweder angezogen oder inspiriert fühlen, befinden sich jedoch auf der anderen Seite außerhalb dieser Comfort Zone. Und genau an dieser Stelle musst du dich auch die Masterfrage fragen: Willst du in der Comfort Zone bleiben, dich bequem und sicher fühlen, oder willst du da rausgehen in die weite Welt, erfolgreich sein, dich erfüllt fühlen und wachsen? Die Antwort auf diese Frage scheint auf der Hand zu liegen, denn jeder von uns will doch glücklich sein und seinen Zielen näher kommen. In der Realität kommt es jedoch oft vor, dass sich deine irrationale Angst davor abhält, die Dinge zu tun, die dich in deinem Leben weiterbringen. So hast du dich mit Sicherheit schon oft in Situationen befunden, in denen du Frust und Unzufriedenheit entwickelt hast und äußere Faktoren für deinen Misserfolg und dein Leiden verantwortlich gemacht hast. Hinzu kommt es, dass du weder deine eigene Angst noch deine eigenen Fehler anerkennen möchtest und sich neben einer starken Abneigung gegenüber ähnlichen Situationen viel Hass und Wut in deinem Körper anstaut. Diese negativen Energien in deinem Körper sind jedoch nicht nur sehr erschöpfend, sondern halten dich auch von dem wertvollen und potenziellen Lernerfolg ab. Ich habe mich im Leben auch sehr oft dabei erwischt, wie ich aufgrund von Mangel an Selbstbewusstsein und einer überaus dominierenden Angst in mir gar nicht erst dazu gekommen bin, potenzielle Lösungen zu sehen. Ich war stattdessen so krass von dieser Angst vereinnahmt, dass ich gar nicht gesehen habe, was ich alles machen kann, dass ich selber mitverantwortlich für diese Situation war, dass ich selber auf andere Leute hätte zugehen können und einfach nachfragen können: Hey, was kann ich da machen? Hey, ich habe hier und da ein Problem, könntest du mir vielleicht da und da helfen? Und mich dementsprechend zu öffnen und nicht Angst zu haben, zu zeigen, dass ich ein Problem habe und so dumm dazustehen. Allein wenn ich an diese ganzen Situationen denke, in denen ich einfach einen Freund, eine Freundin oder meine Mutter oder meinen Vater oder meinen Bruder oder sonst wen hätte fragen können, einfach wie viel Zeit und wie viel Kraft und Energie mir das erspart hätte, anstatt diese ganzen negativen und energieziehenden Energien, die ich in mir angestaut hatte, die mir einfach die Möglichkeit gegeben hatten, das Leben zu genießen und mich einfach frei fühlen zu können. Wenn ich beispielsweise an meine Bachelorarbeit zurückdenke, wie lange ich die aufgeschoben habe, ich habe die so lange aufgeschoben, ich hatte einfach so viel Angst, damit anzufangen, dass ich gar nicht erst dazu gekommen bin, überhaupt darüber nachzudenken, eine Struktur aufzubauen oder mir zumindest schon mal ein grobes Inhaltsverzeichnis zurechtzulegen, damit ich während dieser Zeit schon mal wertvolle Ideen sammeln kann. Und als ich dann endlich angefangen hatte, war es schon viel zu spät. Ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht: Wieso hast du nicht früher angefangen? Hättest du mal früher angefangen, dann hättest du jetzt noch ganze 6 Wochen mehr Zeit gehabt, die dir die Möglichkeit gegeben hätten, nicht den ganzen Tag in der Bibliothek für 6 Wochen am Stück verbringen zu müssen. Ich dachte mir auch nur am Ende so: Wieso hast du dich selber nicht mehr vertraut? Du hast doch ein gesundes Gehirn, du musst einfach nur dir die Bücher angucken und der Rest passiert eigentlich von allein, denn dein eigenes Gehirn hat eigentlich so viel Kraft und so viel passiert von alleine. Wenn du dir einfach das vorliegende existierende Wissen anschaust, dann werden deine Synapsen schon von alleine die Verbindungen aufbauen, die du brauchst, um auf die Ideen und auf die Strukturen zu kommen, die du eben für eine gute Note oder für eine erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit brauchst. Oder auch hier mit YouTube, da ging es mir gar nicht anders. Also ich habe das echt so lange hinausgezögert und nichts gemacht, weil ich mich eher darauf konzentriert habe, was hätte alles schief gehen können, wie ich mich hätte blamieren können, und habe mich im Endeffekt auch einfach angreifbar gefühlt. Aber dieses sich angreifbar fühlen ist essentiell, um im Leben weiterzukommen und Dinge zu lernen.
Du musst dich für die Welt öffnen und zeigen, was dein Problem ist, was du noch nicht weißt, damit dir eben geholfen werden kann. Und um jetzt auch nochmal auf die Frage von Anfang an zurückzukommen, wieso du keine Angst haben solltest, dumm zu sein oder zu zeigen, dass du unwissend bist, kann ich dir nur den Hinweis mitgeben, du solltest nie deinen Selbstwert von äußeren Faktoren abhängig machen oder von dem, was du weißt. Stattdessen solltest du deinen Selbstwert nur von dem abhängig machen, der du bist, von der Person, von der du spürst, die du tagtäglich bist. Und dazu gehört auch natürlich Fragen stellen. Trau dich, Fragen zu stellen. Egal, ob es nur 2 oder 3 oder vielleicht sogar 10 Fragen sind. Hab keine Angst davor zu fragen. Denn wenn du fragst, heißt es nicht, dass du dumm bist, sondern dass du engagiert bist, etwas Neues zu lernen. Dementsprechend musst du sicherstellen, dass du hin und wieder dich von Menschen umgibst, die schlauer sind als du selbst, die dich einschüchtern, die dir etwas Angst machen und dich aber auch auf der anderen Seite inspirieren. Denn nur so kannst du dir sicher sein, dass du dich in einem aktiven Lernprozess befindest oder zumindest das Potenzial besteht, etwas Neues lernen zu können. Denn wenn du immer der Schlauste bist, mag das zwar dein eigenes Ego füttern, aber nicht deine Persönlichkeit und deine Seele. Übe also das Gefühl der Unwissenheit nicht als negativ zu empfinden, denn es ist ein Zeichen dafür, dass du lernst. Und diese Lernkurve ist auch nicht linear. Manchmal geht es weiter bergauf, manchmal geht es exponentiell hoch, aber dann geht es auch wieder etwas weiter runter. Das ist total gar kein Problem. Wir sind alle Menschen und wir lernen in unserem eigenen Tempo. Und genau deswegen sollten wir uns auch die Zeit geben, das Gelernte zu verarbeiten. Du kannst nicht erwarten, eine neue Sprache von heute auf morgen perfekt sprechen zu können. Gib dir die Zeit, gib deinem Gehirn die Zeit, die Sachen zu verarbeiten und richtig ins Unterbewusstsein eindringen zu lassen, bevor du dich selbst komplett anzweifelst oder hinterfragst, wieso du nicht von heute auf morgen direkt Chinesisch sprechen kannst oder welche anderen Sprachen auch. Für mich selber hat es zum Beispiel ganze 5 Jahre gebraucht, bis ich mich getraut hatte, Französisch zu sprechen. Ich habe sogar in Paris leben müssen und dort 3 Monate verbracht, ehe ich mich getraut hatte, die Sprache selbstbewusst zu sprechen. Oui, c'est ça, et je suis très proud on me. Nee, aber jetzt mal ehrlich, gib dir die Zeit einfach zu lernen, denn das Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Also geh lieber in einem langsamen Tempo, mit dem du dir sicher sein kannst, genug Ausdauer und Durchhaltevermögen zu haben, anstatt direkt loszurennen und am Ende weder genug Motivation noch Kraft zu haben, weiterzumachen. Ich meine, das ist auch nicht Sinn der Sache, oder? Vertraue dir also selbst und sei dir bewusst, dass deine Fähigkeiten bei weitem stärker sind, als du dir vorstellen kannst. Wenn es nämlich darauf ankommt und du Ergebnisse liefern musst, wie jetzt beispielsweise in der Prüfung oder bei einer Präsentation oder in einer Fahrschulprüfung, dann hast du keine Zeit, über dich selber nachzudenken, dich zu beurteilen, dich anzuzweifeln. Dann bist du einfach eins mit dir selbst in dem Moment und funktionierst dann auch, weil du funktionieren musst. Realisiere also, dass du ein Produkt des Universums bist, dass du aus ganzen 30 Billionen Zellen bestehst, die tagtäglich einen perfekten Tanz ausführen, um dich am Leben zu erhalten. Ich meine, allein dein Gehirn besteht aus über 100 Milliarden Nervenzellen und ganzen 100 Billionen Synapsen. Also das muss man sich doch einfach erstmal vorstellen. Kann man aber eben nicht. Genau an dieser Stelle muss man humble sein, bescheiden sein und sich einfach selber etwas mehr vertrauen, dass einem selber ein Werkzeug gegeben wurde, das unglaublich viele Fähigkeiten hat, Dinge auf die Beine zu stellen, Dinge zu bewirken, Dinge zu kreieren. Ich meine, wir Menschen haben so ein krasses Potenzial, Positives zu erschaffen. Wir müssen einfach nur wissen, wie wir dieses Ding in unserem Kopf richtig nutzen. Und wir müssen es auch in erster Linie überhaupt nutzen. Denn heutzutage ist es ja nicht immer selbstverständlich, dass man das Ding da oben auch nutzt. Abschließend zum Video möchte ich einfach nur noch mal sagen, dass man das Leben nicht zu ernst nehmen sollte. Man sollte keine Angst haben, dumm zu sein. Man sollte keine Angst haben, den Mund aufzumachen oder überhaupt erfolgreich zu sein. Mach einfach das, worauf du Bock hast, mach das, was dir Spaß bereitet und seh das Leben mehr als ein Spiel an, denn das Leben ist wie ein Spiel. Es ist wie verschiedene Level und du möchtest stärker werden, du möchtest weiterkommen, denn wenn du nicht auf das nächste Level kommst, dann langweilst du dich einfach irgendwann. Ich meine, wer will bei Super Mario Bros. Die ganze Zeit auf demselben Level festhängen, immer gegen denselben Boss kämpfen und immer wieder die gleiche Umgebung durchlaufen? Das ist doch irgendwann langweilig. Hat man schon alles gesehen und wenn man in einem Spiel auch nicht weiterkommt, dann hat man auch irgendwann keinen Bock mehr, das zu spielen. Aber wie gesagt, sei nicht frustriert, reg dich nicht auf, versuch stattdessen deine eigenen Fehler herauszufinden, besser zu werden und dem Boss so richtig eine reinzuhauen. Falls du dich jetzt auch motiviert fühlst, deinen nächsten Boss oder Gegner zu bezwingen, dann lass doch einfach gerne ein Däumchen da und kommentier das Video. Und natürlich kannst du mich auch gerne subscriben, um dich wöchentlich zum Lachen zu bringen, inspiriert zu werden und motiviert zu werden. Stay fabulous, stay motivated, stay inspired and see you next week. Bye!